Supplemente sind konzentrierte Nährstoffe, die unsere Gesundheit unterstützen sollen, um die normale Ernährung zu ergänzen und Nährstoffdefizite auszugleichen. Never take us with just water. Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K and coffee. I'm magnesium. I support muscles and your nervous system. Aber woher weiß man überhaupt, ob man Nährstoffmängel hat? Wann macht die Einnahme von Supplementen grundsätzlich überhaupt Sinn? Welche Vitamine und Mineralstoffe benötigt der Körper bei speziellen Ernährungsweisen wie der vegetarischen oder veganen Ernährung? Welche Supplemente können hilfreich sein, um Ziele im Sport zu erreichen? Und was sollte man unbedingt bei dem Thema beachten? Das alles erfährst du in diesem Video. Das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist tatsächlich heiß diskutiert. Ernährungsexpertinnen und Experten sind sich oft uneinig und die Meinungen gehen da so ein bisschen auseinander. Das hängt vor allem mit der Definition von Nährstoffdefizit und Nährstoffmangel zusammen. Lasst uns das vorweg erst einmal einordnen. Woher weiß man überhaupt, ob man einen Nährstoffmangel hat? Für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung und einem gesunden Lebensstil sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich überflüssig und nicht unbedingt notwendig, da der Körper alle wichtigen Nährstoffe aus den Lebensmitteln zieht. Eine ausgewogene Ernährung zeichnet sich grob durch 5 Portionen Obst und Gemüse täglich, Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten, 2 Portionen Milchprodukten, einmal wöchentlich Fisch, mindestens 2 Litern Wasser täglich und sehr, sehr wenig Fleisch, Zucker, Salz und Fett aus. In vielen Ländern wird Nährstoffmangel flächendeckend vorgebeugt, indem Produkte aus dem Supermarkt mit Nährstoffen angereichert werden. Zum Beispiel Jod in Speisesalz, Vitamin D in Margarine oder Eisen in Cornflakes und anderen Getreideprodukten. Um herauszufinden, wo genau ein Mangel oder ein Defizit besteht, sollte eine Blutuntersuchung durchgeführt werden. Die Nährstoffe werden aber nicht im Rahmen eines standardisierten, kleinen oder großen Blutbildes in der Arztpraxis abgedeckt. Man muss die Werte, welche man messen möchte, direkt in der Hausarztpraxis oder im lokalen Labor auf Selbstzahlerleistung erfragen. Die Preise variieren je nach Labor, Region und Gebührenordnung. Ein Parameter kostet so zwischen 3 und 40 Euro. Für alle Laborwerte mit den wichtigsten Nährstoffen zahlt man dann realistisch so zwischen 100 und 300 Euro. Nährstoffdefizite äußern sich durch sehr unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, Haarausfall, Konzentrationsprobleme, Infektanfälligkeit und vielem mehr. Von einem Mangel spricht man hierzulande, wenn der Bedarf gar nicht gedeckt ist und deshalb Krankheiten begünstigt werden. Repräsentative Studien zeigen, dass Deutschland kein Vitaminmangelland ist und Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr teilweise sogar überschritten werden. Nun ist es aber so, dass sich diese Grenzwerte bzw. Referenzwerte zwischen Ländern unterscheiden, auch innerhalb Europas. Die Referenzbereiche hängen von der untersuchten Bevölkerung und dem medizinischen Ziel des jeweiligen Gesundheitssystems ab. Beispiel Eisenstatus. Im Blutbild werden dazu Ferritin und Transferin gemessen. In Deutschland gilt, ein Wert zwischen 15 und 20 Mikrogramm je Milliliter liegt in der unteren Normgrenze und ist damit normal. In Skandinavien sind Werte unter 30 Mikrogramm je Milliliter ein klarer Eisenmangel, alles unter 50 ein funktioneller Eisenmangel, insbesondere bei Frauen. Studien zeigen, dass Symptome eines Eisenmangels häufig schon im Bereich zwischen 30 und 50 auftreten. Deutsche Referenzwerte beantworten eine andere medizinische Fragestellung als andere Länder. Der Normalbereich für Ferritin in Deutschland sagt, biochemisch stirbt man nicht an diesem Wert. Ein lebensbedrohlicher Mangel ist erst bei einem geringeren Wert wahrscheinlich. Hier besteht keine manifeste Anämie. Eine Behandlung ist nicht notwendig. Andere europäische Länder sagen, dieser Wert entspricht nicht dem optimalen Bereich hinsichtlich Symptomentwicklung, Leistungsfähigkeit und Prävention. Ab hier leidet der Körper funktionell. Das Krankheitsrisiko steigt und wir müssen verhindern, dass dieser Mensch in 12 Monaten deshalb ein gesundheitliches Problem entwickelt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die deutschen Referenzwerte falsch seien. Das deutsche Gesundheitssystem hat im europäischen Vergleich und auch historisch betrachtet einen ganz anderen Fokus, nämlich auf akutem, abrechnungsfähigem Behandlungsbedarf statt Prävention. Meiner Meinung nach zeigt das ein strukturelles Problem auf und deshalb würde ich momentan jedem empfehlen, einen Blick auf die internationalen Referenzwerte
Finnland, Schweden, teilweise Niederlande und England zu werfen. Gleichzeitig sollte man beachten, dass ein Blutbild immer eine Momentaufnahme darstellt. Manche Werte aufgrund von Entzündungen oder aufgrund von einem vergangenen Infekt falsch erhöht sein könnten und nicht immer mit einem Nährstoffdefizit zusammenhängen. Deshalb ist es wichtig, das Thema im Kontext mit Symptomen, Verlauf und Risikoprofil zu betrachten. Sinnvoll sind Supplemente besonders für chronisch kranke Menschen, bei extremem Sport, bei hohem Stress, bei bestimmter Medikamenteneinnahme oder bei Menschen in einer körperlichen Ausnahmesituation wie der Schwangerschaft. Auch im Winter bzw. in der dunkleren Jahreszeit oder bei rein pflanzlicher Ernährung und Diäten sind Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen. Wichtig, Supplemente ersetzen dabei keine ausgewogene Ernährung und sind ausschließlich als Ergänzung für eine optimierte Gesundheit zu sehen. Je nach Vorerkrankung sollte sich mit einem Experten im Bereich Ernährungsberatung oder einem Arzt oder einer Ärztin mit entsprechender Zusatzqualifikation abgestimmt werden, da es auch bei bestimmten Medikamenten zu Wechselwirkungen kommen kann. Welche Nährstoffe braucht der Körper? Ich gehe einmal alle gängigen Supplemente durch und erkläre, für wen diese relevant sind, wann und in welcher Form man sie einnehmen kann. Dabei ordne ich auch die Einnahme bei bestimmten Ernährungsweisen und für den Sport ein. Zur Unterstützung des Immunsystems in sonnenarmen Zeiten und wichtig für die Knochengesundheit, insbesondere für ältere Menschen ab 60 Jahren, ist Vitamin D. Vitamin D als Supplement ist eigentlich für fast alle Menschen relevant, die sich selten im Freien aufhalten, zum Beispiel bei einem Bürojob. Bis zu 90% der Vitamin D-Bildung findet über die Sonneneinstrahlung in der Haut statt. Die UV-Strahlung ist von Oktober bis März nicht ausreichend. Personen mit dunklerer Hautfarbe haben ein erhöhtes Risiko für Vitamin D-Mangel und sollten daher supplementieren, da das Hautpigment Melanin wie ein natürlicher Sonnenschutz wirkt und die Produktion von Vitamin D verringert. Zudem macht eine Nahrungsergänzung von Vitamin D3 für sportliche Menschen Sinn, wenn das Training in Innenräumen stattfindet. Vitamin D hilft dem Körper unter anderem, Calcium zu verwerten. Calcium ist wichtig für die Knochen, Zähne und Muskeln. In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, Vitamin D und Calcium zusammen einzunehmen, zum Beispiel als Kombinationspräparat, idealerweise zu einer Mahlzeit. Calcium kann supplementiert werden, wenn man wenig Milchprodukte konsumiert, wenig grünes Gemüse isst, wenig calciumreiches Mineralwasser trinkt oder einen erhöhten Bedarf hat. Das betrifft zum einen Risikopatienten für Knochenkrankheiten wie Osteoporose, also ältere Personen, sowie Frauen mit niedrigem Östrogenspiegel in den Wechseljahren, sowie bei Einnahme von reinen Gestagenen. Zum anderen gehören Jugendliche, Schwangere, Stillende und Sportler zu der Gruppe, die Calcium gezielt ergänzen könnten. Aufpassen! Calciumpräparate sollten nicht gleichzeitig mit Magnesium, Zink und Eisen eingenommen werden, da dies die Aufnahme beeinträchtigen kann. Lasst ca. 2 Stunden Abstand dazwischen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Kombination von Vitamin D und Vitamin K zur Unterstützung der Knochendichte und zur Verwertung von Calcium beitragen kann. Vitamin K-Defizite sind eher selten, momentan gibt es aber auch keine Belege dafür, dass das Vitamin gesundheitsschädlich wirken könnte. Eher im Gegenteil. Die empfohlene Dosierung von Vitamin K liegt für erwachsene Frauen bei 60 bis 65 Mikrogramm, bei Männern 70 bis 80. Omega-3-Fettsäuren, insbesondere die mehrfach ungesättigten Fettsäuren EPA und DHA, tragen zur Herz- und Gehirnfunktion bei, stärken das Immunsystem sowie die Sehkraft und reduzieren Entzündungen im Körper. Sie sind in fettem Fisch wie Lachs oder Hering sowie in Algenöl enthalten. Auch Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse und Rapsöl sind Omega-3-Fettsäurenquellen, wobei diese im Körper weniger effizient umgewandelt werden. Täglich sollte man 250 bis 500 Milligramm einnehmen, aber nicht mehr als 1 Gramm. Das entspricht ungefähr einer Kapsel Omega-3, 1 bis 2 Portionen fettem Fisch in der Woche oder 30 Gramm, also circa ein kleiner Happen, etwa in der Größe eines Fischstäbchens am Tag. Für Veganer ist 1 Teelöffel Algenöl, ca. 5 Milliliter, am Tag zu empfehlen. Je nach Gesundheitsziel sollte beim Kauf des Supplements vor allem auf das Verhältnis von EPA zu DHA geachtet werden. Beim Fokus auf Herz- und Entzündungshemmung wird ein höheres Verhältnis von EPA empfohlen, zum Beispiel 2:1 EPA zu DHA. Bei Gehirn- und Augenfunktion wäre ein höheres Verhältnis von DHA zu EPA vorteilhaft.
Patienten, die blutverdünnende oder blutdrucksenkende Mittel einnehmen, sollten mit der Dosierung aufpassen, da Omega-3 deren Wirkung verstärken kann. Das Supplement kann man gut mit Magnesium und Antioxidantien kombinieren. Magnesium ist in Stressphasen, bei körperlicher Belastung durch Sport, für Schwangere und bei bestimmten Krankheiten wie chronischen Darmerkrankungen sinnvoll. Wenn die Ernährung Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, grünes Gemüse und Hülsenfrüchte enthält, deckt das den Tagesbedarf von ca. 250 Milligramm oft ab. Für die Personen mit erhöhtem Bedarf empfiehlt es sich, Magnesium abends zu einer Mahlzeit einzunehmen. Bestimmt habt ihr schon einmal gehört, dass Symptome wie Muskelkrämpfe und Migräne auf Magnesiummangel hindeuten. Aber neueste Studien haben gezeigt, dass Krämpfe eher mit einer Störung des Elektrolytehaushalts und dem Nervensystem zusammenhängen. Da besteht also wissenschaftlich betrachtet wahrscheinlich kein Zusammenhang. Magnesium unterstützt aber trotzdem die Muskelentspannung. Hier sollte man auch die Form des Magnesiums beachten, da diese bestimmt, wie gut der Körper den Mineralstoff aufnehmen kann, also die Bioverfügbarkeit. Organische Verbindungen wie Citrat oder Aspartat werden vom Körper generell besser aufgenommen als anorganische wie Oxid. Vitamin B12 ist essentiell für die Blutbildung, Zellteilung, den Energiestoffwechsel und die Funktion des Nervensystems. Besonders Vegetarier und Veganer sollten es unbedingt supplementieren. B12 kommt nämlich fast ausschließlich in tierischen Produkten vor, weil es dem Futter der Nutztiere beigemischt wird. Viele wissen das tatsächlich gar nicht. Nutztiere können B12, so wie Menschen, nicht selbst produzieren. Tiere in der klassischen Stallhaltung haben oft nicht genügend der notwendigen Bakterien im Darm, die B12 herstellen können, weshalb es ihnen auch als Nahrungsergänzung über Futtermittelzusätze in synthetischer Form zugeführt wird. Es reichert sich dann in den Geweben an, sodass es Menschen dann indirekt über die omnivore Ernährung aufnehmen. Das betrifft übrigens auch andere Vitamine. Die empfohlene Dosis beträgt 4 Mikrogramm täglich. Nicht wundern, die meisten Präparate beinhalten 250 bis 500 Mikrogramm B12, da unser Körper das Vitamin nicht vollständig aufnehmen kann und nur ein Bruchteil tatsächlich verarbeitet wird. Wenn das Supplement entsprechend höher dosiert ist, müsste die Einnahme auf ein paar Mal die Woche beschränkt werden. Vitamin B12 kann idealerweise morgens eingenommen und gut mit Folsäure und Vitamin B6 kombiniert werden. Vitamin C kann dagegen die Wirksamkeit von B12 beeinträchtigen. Folsäure, also Vitamin B9, wird zum Zellwachstum, zur Zellteilung, zum Aufbau von Bestandteilen des Erbguts und zur Bildung von Blutkörperchen im Knochenmark benötigt. Der Körper kann Folsäure nicht selbst herstellen, sodass wir das Vitamin über die Nahrung aufnehmen müssen. Es ist zum Beispiel in Spinat, Salat, roter Beete, Brokkoli oder Ei enthalten. Für Kinder und Teenager sowie für Frauen mit Kinderwunsch ist die Supplementierung des Vitamins zu empfehlen, für Schwangere und Stillende essentiell, um Fehlbildungen zu vermeiden. Die Supplementierung von Eisen kann sinnvoll sein, wenn man zur Risikogruppe gehört. Frauen, Menstruierende, Stillende und Schwangere sowie Personen mit bestätigtem Defizit im Blutwert, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Auch für Vegetarier und Veganer ist Eisen als Nahrungsergänzung zu empfehlen, weil es vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch und Fisch vorkommt. Das Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln wie Hirse oder Weizenkleie kann der Körper weniger effektiv aufnehmen. Symptome eines Eisendefizits sind zum Beispiel Müdigkeit, Blässe, Schwäche, Schwindel. Allerdings muss man bei Eisen wirklich stark aufpassen, da zu viel Eisen auch mit Risiken einhergeht und gesundheitlich negative Folgen haben kann. Um die Eisenaufnahme zu verbessern, kann man Eisen mit Vitamin C kombinieren. Dagegen sollte man Kaffee, Tee oder Milchprodukte nicht direkt zum Präparat einnehmen, da die enthaltenen Tannine und Calcium die Aufnahme blockieren. Wer bei der Verdauung empfindlich auf Eisenpräparate reagiert, kann alternativ auf Nahrungsergänzungsmittel mit eisenbindenden Eigenschaften zurückgreifen. Zink ist für Menschen lebensnotwendig, kann nicht vom Körper selbst gebildet werden und wird über die Nahrung aufgenommen. Es ist sowohl in tierischen Produkten als auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Bohnen, Nüssen oder Erbsen enthalten. Die Aufnahme kann allerdings durch Phytate in pflanzlichen Lebensmitteln gehemmt werden. Wenn man zum Beispiel wenig gekeimte oder fermentierte Lebensmittel isst, wäre das eine hohe Phytatzufuhr. Zink zur Nahrungsergänzung kann je nach Ernährungsplan also für Veganer, aber auch für Patienten mit chronischen Krankheiten im Verdauungstrakt und Menschen mit angeborener Zinkaufnahmestörung sinnvoll sein. Zink unterstützt zudem das Immunsystem und die Abwehrkräfte und wäre demnach laut mehreren Pharmaunternehmen zum Schutz vor Erkältung geeignet. Der Erfolg ist hier allerdings nicht bewiesen.
Schaut auch hier analog zum Magnesium auf die Verbindung, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Organische Formen wie Zinc-Histidin können besser aufgenommen werden als anorganische Formen wie Zinksulfat. Jod wird für die Produktion von Schilddrüsenhormonen benötigt, welche am Stoffwechsel beteiligt sind. Es ist in Meeresfisch wie Seelachs und Kabeljau, Algen und Milchprodukten enthalten. Häufig ist auch das Speisesalz aus dem Supermarkt in geringen Dosen mit Jod angereichert. Die empfohlene Dosis liegt bei 200 Mikrogramm Jod täglich für Erwachsene. Schwangere und Stillende haben wie so oft einen höheren Bedarf. Nahrungsergänzungsmittel wie Kaliumjodid sind für Vegetarier und Veganer sinnvoll, wenn wenig Fisch- und Milchprodukte konsumiert werden. Alternativ kann es helfen, in Maßen jodarme Algensorten wie Noro in die Nahrung einzubauen. Da Algen je nach Sorte meist eine sehr hohe Jodkonzentration haben, sollte aber unbedingt von einem regelmäßigen Konsum abgesehen werden. Zur Orientierung sind ein paar Gramm jodarme Algensorte pro Woche vorgesehen. Selen ist essentiell für die Funktion der Schilddrüse. Bei veganer oder vegetarischer Ernährung, bei chronischen Darmerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto kann eine Supplementierung sinnvoll sein. Pro Tag sollte die Höchstmenge von 40 Mikrogramm nicht überschritten werden. Selen sollte zudem nicht zusammen mit Vitamin C, Zink oder Calcium eingenommen werden. Einnahme morgens oder abends egal, idealerweise zu einer Mahlzeit. Interessant für Sportlerinnen und Sportler, die intensiv trainieren, wäre Kreatin. Kreatin spielt eine Rolle im Energiestoffwechsel der Muskeln und kann unter bestimmten Bedingungen Kraft, Muskelwachstum und die kognitive Leistungsfähigkeit stärken. Es kommt in natürlicher Form nur in tierischen Produkten vor. Die Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform sind dagegen meist synthetisch hergestellt und vegan. Der Erfolg der Supplementierung hängt von Faktoren wie Alter, Sportart, Fitnesslevel, Ernährungsweise oder Dosis ab. Es bringt nur etwas, wenn man einer intensiven körperlichen Betätigung nachgeht. Eine tägliche Zufuhr von ca. 3 Gramm reinem Kreatin-Monohydrat für Erwachsene wird empfohlen. Ebenfalls zum Muskelaufbau und zur schnellen Nährstoffversorgung beim Hochleistungssport geeignet wären Proteinshakes, zum Beispiel auf Basis von Whey, einem Molkenprotein, oder pflanzlich kombinierten Proteinquellen wie Erbsen, Reis, Soja oder Hanf. Für alles Weitere, was in diesem Bereich beworben wird, darunter aminosäureähnliche Stoffe wie Taurin, gibt es keine wissenschaftlichen Belege bzw. keine offizielle Empfehlung. Nicht essentielle Aminosäuren wie Beta-Alanine oder Koffein können bei bestimmten Trainingseinheiten kurzzeitig leistungssteigernd wirken. Aber beim Sport gilt generell, dass eine abwechslungsreiche und eiweißhaltige Ernährung im Vordergrund steht. Es gibt noch viele weitere potenziell nützliche Supplemente wie Q10, Glycin oder Adaptogene wie Rosenwurz und Ashwagandha, die gesundheitsfördernde Effekte haben könnten, aber noch nicht ausreichend erforscht sind. Deshalb gehe ich hier darauf nicht weiter ein. Auf dem Markt gibt es leider sehr viele Produkte, die zu hoch dosiert oder in irreführender Kombination verkauft werden. Auf die Dosierung sollte deshalb besonders geachtet werden. In der Infobox ist eine offizielle Liste der Werte für Höchstmengen verlinkt. Orientiert euch bitte daran. Schaut bei Produkten von unabhängigen Online-Händlern, ob die Supplemente bei der örtlichen Lebensmittelüberwachung oder im Versandhandelsregister registriert sind. Zudem sind viele Multivitaminpräparate Quatsch und Geldmacherei, weil sich diese gegenseitig in der Wirkung aufheben. Es ist meistens zu empfehlen, auf Einzelsupplemente zurückzugreifen, mit Ausnahme der Beispiele, die ich vorhin genannt habe, bei denen ein Mix Sinn macht. Darüber hinaus können Supplemente nur bei regelmäßiger Einnahme etwas im Körper bewirken. Etwas eine Woche lang einzunehmen, die andere dann nicht, sowas wird nicht funktionieren. Als letzten Hinweis möchte ich noch mitgeben, dass auch ein Blick auf die Zusatzstoffe geworfen werden sollte, ähnlich wie bei Medikamenten. Nebenstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln dienen nicht der Nährstoffzufuhr, sondern erfüllen Funktionen wie zum Beispiel die Verarbeitung und Haltbarkeit. Das sind zum Beispiel Füllstoffe wie Zellulose, um die Tablette zu formen, Trennmittel wie Magnesiumstearat, um Verklebungen zu verhindern, Bindemittel, Überzugsmittel oder Farbstoffe. Da manche Stoffe bedenklich sind, sollte man die Zutatenliste prüfen und dann qualitative sowie gegebenenfalls zertifizierte Produkte bevorzugen, die möglichst wenige E-Nummern oder Zusatzstoffe enthalten. Das Thema Supplemente kann überwältigend sein. Hunderte Meinungen, tausende Produkte. Nahrungsergänzungsmittel sind Werkzeuge und Werkzeuge setzt man gezielt ein. Lasst eure persönlichen Werte bestimmen, informiert euch evidenzbasiert
und investiert euer Geld lieber in Qualität und Ergänzungsmittel, die der Körper wirklich braucht, statt Hype.